kann selbst nicht glauben, dass ich so blöd war. Passt eigentlich gar nicht zu dir. Gibt's sonst noch irgendwelche Punkte, die du wissen möchtest? Ich finde, wir sollten jetzt alles klären. Also ich habe keine Fragen mehr. Du? Nein. Ich habe einen todsicheren Tipp. Von wem, wenn ich fragen darf? Von Lukas. Was? Der hat dir gesagt, was du kaufen sollst. Ja, nein. Also eigentlich ist es so, dass ich ihm das Geld gegeben habe und er kümmert sich um alles. Sag mal, spinnst du? Das Geld, das siehst du nie wieder. Laut unserer Recherche lassen sie ihre neue Kollektion auf den Philippinen produzieren. Ja und? Ist das etwa verboten? Wenn es sich dabei um Kinderarbeit handelt? Was? Sie spinnen doch. Wir haben Beweise. Erst der Drogenskandal, dann die Kinderarbeit. Das ist doch das Aus für Caradonna. Jetzt mach mal ganz langsam, ja? Es ist immer noch mein Geld und damit kann ich machen, was ich will. Ja, aber warum bist du so bescheuert und gibst es ausgerechnet Lukas? Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Er ist Anwalt. Du hast keine Ahnung von Geldgeschäften. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Geldgeschäften. Und jetzt? Mein Gott, da haben wir was geerbt. Marc. Was? Mit dem Geld, da kann ich doch für meine Firma was Wunderbares anfangen. Ja, was anfangen, aber das, was du da machst, Das halte ich für richtig. Und Lukas, der... ist ein Schwätzer. Völlig unseriös, ein korrupter, dubioser Winkeladvokat. Das kann ja sein, aber er ist immer noch unser Bruder. Unser Halbbruder. Und ich glaube, dass er eine ganze Menge von Aktien versteht. Im Gegensatz zu dir. Marc, bitte. Bei Lukas, da liegst du völlig falsch. Nein, du kannst ihn noch nicht leiden und das ist alles. Und zum letzten Mal, Simon, es ist mein Geld. Also zerbrich dir auch bitte nicht meinen Kopf, ja? Guten Abend, Frau Schraven. Kathi von Sterneck hier. Bitte rufen Sie mich umgehend zurück. Danke. Kinderarbeit? Das kann doch nicht wahr sein. Kathi, du weißt doch, wie Journalisten sind. Vielleicht ist alles nur halb so schlimm. Mensch, kapierst du das denn nicht? Ach, die machen doch aus jeder Mücke einen Elefanten. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Kinderarbeit, das ist wirklich das Allerletzte. Und so eine Meldung, die ruiniert den Ruf von Caradonna endgültig. Egal, ob sie stimmt oder nicht. Dann musst du ihm sowas wie eine Gegendarstellung bringen. Um das Thema noch mehr anzuheizen? Nee, ganz bestimmt nicht. Egal, was ich mache, ich bin erledigt. Aber du hast diese philippinische Produktionsfirma doch gar nicht beauftragt, sondern Frau Schraven. Aber ich habe die Verantwortung. Du kannst dich ja nicht um alles kümmern. Felix, das ist ja wirklich lieb gemeint. Aber so läuft das nun mal. Und wie soll es jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Ich muss irgendeine Lösung finden. Ich weiß bloß noch nicht wie. Marc, ich will dich doch nicht bevormunden. Sondern? Ich mache mir einfach nur Sorgen. Dafür gibt es aber nicht den geringsten Grund. Ach, und warum glaubst du, ist Lukas noch bisher auf keinen grünen Zweig gekommen? Sag mal, ist dir mal aufgefallen, dass man uns auch noch keine roten Teppiche ausrollt? Das ist doch völlig was anderes. Können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Du lässt dich also nicht umstimmen. Nein, denn ich mache dir auch keine Vorschriften. Also halt dich da bitte raus. Sag mal, dir ist einfach nicht zu helfen, ne? Ja, oder dir, ne? Na, dann schmeiß doch deine Kohle zum Fenster raus, ist mir doch egal. Aber ich hab dich gewarnt. Du wirst noch an mich denken. Jetzt ist Schluss mit dem Thema. Sonst werd ich richtig sauer. Ja, bitte, wie du willst. Was ist denn mit Simon los? Seitdem Lukas in der Stadt ist, dreht der völlig durch. Ist bei deiner Jobsuche eigentlich noch irgendwas rausgekommen? Ach, noch nicht so wirklich. Aber ich habe ja noch ein paar Vorstellungsgespräche. Vielleicht können wir dir ja dabei helfen. Nein, das möchte ich nicht. Du hast genug um die Ohren. Ich mache das alleine. Ich muss aber nicht den ganzen Tag durcharbeiten. Ich kann mich auch um andere Sachen kümmern. Um Freunde zum Beispiel. Das trifft sich gut. Ich würde nämlich gerne morgen mit dir zu einer Jazz-Matinee gehen. Ja, dann tun wir das doch. Ja, ich bin aber nicht sicher, ob wir noch Karten kriegen. Bestimmt. Na, Willst du nicht mitkommen zu dem Konzert? Ach, ich möchte euch nicht stören. Geht mal lieber alleine.
Ach was, wir freuen uns doch. Stimmt's? Ja, klar. Na komm schon. Und danach lade ich euch zum Lunch ein. Okay. Das ist eine ganz üble Situation für Caradonna. Sehr unerfreulich. Hast du eine Idee, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme? Du kennst dich doch gut aus in der Medienbranche. Zunächst musst du natürlich sämtliche Aufträge auf den Philippinen stornieren und dich von dieser Firma distanzieren. Das hatte ich sowieso vor. Und dann musst du schleunigst eine Pressekonferenz einberufen. Muss das sein? Es gibt keinen anderen Weg. Du weißt doch genau, wie sowas abläuft. Die Fotografen werden sich auf mich stürzen und am nächsten Tag ist mein Bild in jeder Zeitung. Sie beutet Kinder aus. Deshalb musst du den Journalisten unbedingt klar machen, dass du von dieser Firma und diesen Machenschaften überhaupt keine Ahnung hattest. Der Schuss kann aber auch gut nach hinten losgehen. Hey, gemeinsam schaffen wir das schon. Wenn du den Dingen unkontrolliert ihren Lauf lässt, ist die Sache noch viel gefährlicher. Was soll ich denn nur tun? Ich meine, es ist deine Entscheidung. Ich jedenfalls würde so handeln. Und soweit ich dir zur Seite stehen und dich unterstützen kann, tue ich das natürlich. Danke, Martin. So, tschüss, wir sehen uns morgen im Label. Ja, ciao. Tschüss. Hätte ich sie lieber nicht fragen sollen, ob sie mitkommen will? Ja, ist schon okay. Das klingt aber nicht danach. Ich hätte lieber was mit dir allein unternommen. Ist das wirklich der einzige Grund? Welchen soll es denn sonst noch geben? Ich habe das Gefühl, dass du Tanja immer noch nicht ganz traust. Wenn ich daran denke, was sie alles angestellt hat, nur um das Geld meiner Familie zu kommen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch wenn Clarissa solche Schauermärchen über Tanja erzählt. Mein Gott, ja. Wir kennen doch alle Clarissa. Und Tanja hat mir das Leben gerettet. Und dafür bin ich ihr außerordentlich dankbar. Ich auch. Guten Abend. Nina? Na, zufrieden mit deinem Zimmer? Super. Ach, und vielen Dank, dass du mich so kurzfristig untergebracht hast. Kein Problem. Also dann. Tschüss. Tschüss. Hallo Simon. Hi. Grüß dich. Was denn, du arbeitest schon wieder? Ja, immer noch besser, als die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Obwohl ich hier auch dauernd an Lara denken muss. Und wer hat dir die Laune verdorben? Ist gerade gegangen. Verstehe, dein Bruder. Halbbruder. Okay, was hat er dir denn getan? Das ist ein Mistkerl, ein Erbschleicher, ein Betrüger. Bisschen viel auf einmal, findest du nicht? Er hat dafür gesorgt, dass Mark von unserem Onkel enterbt wurde. Moment mal. Ich denke, Mark hat geerbt. Naja, nicht wirklich. Ich habe ihm die Hälfte von meinem Geld abgegeben. Und das hat er angenommen? Das weiß er doch nicht. Er denkt, das Geld kommt direkt von unserem Onkel. So, verstehe. Das ist aber echt nobel von dir. Tja. Bedauerlicherweise ist Lukas gerade dabei, ihm die ganze Kohle wieder abzuknüpfen. Große Börsengeschäfte, todsicherer Gewinn. Oh, lass mich raten, bei denen nur Lukas gewinnen kann. Davon kannst du ausgehen. Ja, warum macht Mark das Spielchen mit? Ja, weil er nicht schnallt, was los ist. Warum soll ich denn jetzt plötzlich schuld sein an diesem Skandal? Ich wusste doch von nichts. Ja, genau das ist ja das Problem. Sie hätten Erkundigungen über diese Firma einziehen müssen. Kinderarbeit. Mit so etwas rechnet man doch nicht. Ich habe mich auf sie verlassen. Die Firma machte einen vollkommen seriösen Eindruck. Und trotzdem kontrolliert man sowas. So etwas passiert eben. Wenn man sorgfältig arbeitet, nicht. Der Drogenskandal auf der Caradonna-Party, der war schon schlimm genug. Und was habe ich damit zu tun? Wir müssen jetzt sofort handeln. Und wie? Sie werden eine Pressekonferenz organisieren und alle wichtigen Leute dazu einladen. Sonst noch was? Ja. Finden Sie heraus, an welche Organisation es Sinn macht, zu spenden. Wir müssen versuchen, das Image von Caradonna wieder aufzubessern. Und das alles möglichst bis gestern, nehme ich mal an. Sie haben uns diesen Schlamassel eingebrockt. Jetzt sehen Sie auch zu, wie wir da wieder rauskommen. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Wie bitte?
Ich kündige. Und zwar sofort. Und sonst schreibt Isabel nichts? Ihr scheint das Klosterleben ja gut zu bekommen. Wir könnten sie ja mal besuchen. Im Kloster? Ja, warum nicht? Da gibt's doch bestimmt auch Besuchszeiten. Ja, die gibt's ja ganz bestimmt. Simon, was ist los mit dir? Du bist unerträglich. Du hast mal wieder Zoff mit Mark. Was hast du denn dagegen, dass er sein Geld an der Börse anlegt? Es nervt mich einfach, dass Lukas da seine Finger im Spiel hat. Fertig, aus. Lukas ist eigentlich ganz nett. Er hat doch tolle Ideen, was man mit seinem Geld machen kann. Toll, womöglich hast du Mark auch noch zugeraten. Ja, hab ich. Ich war zufällig da, als Lukas... Na, schönen Dank. Dann hat dich dieser Idiot also auch schon um den Finger gewickelt. Simon... Ja, dann macht doch alle, was ihr wollt. Ich muss zur Arbeit. Blöd, Mann. Dicke Luft? Ich hab mich über Simon geärgert. Was hältst du denn von Lukas? Ich kenne ihn ja kaum. Ja, ich weiß nur, dass er Onkel Theo beschwatzt hat, Mark zu enterben. Also, was ich davon halten soll. Wie bitte? Simon hat dir nichts erzählt? Nein. Tja, dann hätte ich wohl besser meine Klappe gehalten. Hast du die Karten? Was? Ich denke, du. Ich bin mir sicher, dass du sie eingesteckt hast. So? Dass ich immer wieder drauf reinfalle. So, wir sollten uns beeilen. Ja, dann los. Moment noch, Ralf ist am Telefon. Das ist super wichtig. Ralf, was gibt's denn? Ich bin in Eile. Was? Ist es schlimm? Also gut, ich kümmere mich drum. Was ist denn los? Ralf ist beim Bladen gestürzt. Und? Er hat sich den Knöchel verstaucht. Dummerweise liegen bei ihm Tapes, die heute noch zu Beckmann müssen. Na prima. Tja, ich fürchte, ihr werdet auf mich verzichten müssen. Daniela kann jetzt nicht weg. Und ein Kurier? Nee, ich mach das lieber selber. Die Bänder sind sehr wichtig. Wenn man sich mal auf was freut. Ich kann das doch erledigen. Oh, kommt nicht in Frage. Wieso? Es macht mir nichts aus. Was soll ich denn machen? Ich kann doch von dir jetzt nicht verlangen, dass du Botendienste für mich machst. Ach komm, ihr beiden habt euch so aufs Konzert gefreut. Naja, es wäre schon sehr nett von dir. Dann reden wir nicht lange rum. Ihr geht auf die Matinee und ich überbringe die Bänder. Na gut. Hier ist schon mal die Adresse. Danke. Na, worauf wartet ihr? Dank dir, Tanja. Ich werde mich revanchieren. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich bitte Sie. Wir beliefern Ihr Haus doch schon seit über 10 Jahren. Tut mir leid, ich muss an meinen Ruf denken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, guten Morgen. Morgen. Na, gibt es schlechte Neuigkeiten? Ich habe gerade mit dem 8. Kunden gesprochen, der seinen Auftrag storniert hat. Verdammt. Ja. Und das Ganze innerhalb von 2 Stunden. Kathi, mir sind ja furchtbare Dinge zu Ohren gekommen. Jetzt tu doch nicht so scheinheilig. Du hast das Ganze doch eingefädelt. Ich? Was hat denn Clarissa damit zu tun? Das Ganze ist doch ein abgekartetes Spiel. Erst die Drogen auf meiner Party und jetzt ist mit der Kinderarbeit. Alles nur, um meiner Firma zu schaden. Kann es sein, dass du dich mit der Geschäftsführung übernommen hast und jetzt nach einem Schuldigen suchst? Wieso denn suchen? Du stehst doch vor mir. Nicht unverschämt werden. Du hast deinen Laden nicht im Griff. Ich bitte dich, Clarissa. Deine besten Mitarbeiter laufen dir doch schon davon. Übrigens, Frau Schraben arbeitet jetzt für mich. Es tut mir leid wegen heute Morgen. Ich war einfach nicht gut drauf. Jule, jetzt sei doch nicht sauer. Wann wolltest du mir eigentlich sagen, dass Mark gar nichts geerbt hat? Und dass du ihm heimlich etwas von deinem Anteil gegeben hast? Oder wolltest du mir das gar nicht erzählen? Doch. Doch, natürlich. Schön.
Jule, Gib dir keine Mühe. das ist eine ganz heikle, schwierige Geschichte. Marc soll es nicht erfahren und ich wollte nicht, dass irgendjemand was davon weiß. Außer Nina. Schon verstanden. Ja, Mama. Jakob und Söhne haben auch storniert. Mama, ich weiß, ich hätte diese philippinischen Zulieferer selbst überprüfen müssen. Ja, ist gut. Bis dann. Ich glaube, meine Mutter ist ganz schön enttäuscht von mir. Sie hätte sich garantiert nicht von Clarissa und dieser Schraven reinlegen lassen. Umso stolzer wird sie auf dich sein, wenn du die Sache wieder gerade gebogen hast. Ja, wenn. Hey, du schaffst das schon. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht hat Clarissa ja auch recht. Womit? Dass ich mit der Geschäftsleitung von Caradonna überfordert bin. Das ist doch Unsinn. Und was mache ich, wenn die Firma pleite geht? Dann fängst halt was Neues an. Darum geht es doch gar nicht. Mein Vater wird dir sicherlich helfen. Und im Übrigen hätte das auch den Vorteil, dass du weniger arbeiten müsstest und wieder mehr Zeit für uns hättest. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab doch recht, oder nicht? Sei mir nicht böse, Felix, aber ich muss eine Pressekonferenz vorbereiten. Kann ich dir behilflich sein? Nein, vielen Dank. Habe ich was Falsches gesagt? Kannst ja mal drüber nachdenken. Okay, ich lasse dich dann jetzt deine Pressekonferenz vorbereiten. Also wir sehen uns später am No Limits, okay? Was für ein traumhafter Tag. Und dieses tolle Konzert. Ich habe schon lange nicht mehr so guten Jazz gehört. Dieser Trompeter war doch irre, findest du nicht? Doch. Und das haben wir Tanja zu verdanken. Wenn sie nicht gewesen wäre, dann würdest du jetzt irgendwelche Tapes durch die Gegend kutschieren. Ich muss mich unbedingt bei ihr bedanken. Hast du eine Idee? So im Moment, nee. Wir könnten noch was mit ihr zusammen unternehmen. Aber erst morgen, ja? Heute gehörst du mir. So. Wir sind nicht zu Hause. Das kann ich nicht machen. Doch. Und was ist, wenn es wichtig ist? Tanja! Hallo. Ja, komm doch rein. Hallo, Henning. Hi. Setz dich. Nein, danke, ich muss gleich wieder los. Hat es mit den Bändern geklappt? Ja, das war kein Problem. Vielen Dank nochmal. Also eigentlich bin ich gekommen, um mich bei euch zu verabschieden. Verabschieden? Ja, ich muss die Stadt verlassen, leider. Morgen schon. Jule, dass ich Nina die Sache mit Marc zuerst erzählt habe, das war reiner Zufall. Klar. Ja, ich hatte mich so über Lukas geärgert, da ist es mir einfach rausgerutscht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du mit deinen Problemen immer erst zu Nina rennst, anstatt zu mir. Das ist doch nicht wahr. Ich empfinde das aber so. Ich frage mich, woran das liegt. Ja, und sicher hast du auch schon eine Antwort. Du vertraust mir einfach nicht mehr. So ein Quatsch. Früher konnten wir immer über alles reden. Gerade über die wichtigen Dinge. Und jetzt? Jetzt reden wir immer noch über alles. Nein, das tun wir nicht. Aber an meinen Gefühlen für dich hat sich nichts geändert. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Und wenn ich dir verspreche, in Zukunft ganz offen zu sein. Bitte. Ist doch nicht möglich. Es kann doch nicht sein, dass es in ganz Düsseldorf keinen Job für dich gibt. Ich habe alles versucht.
Aussichtslos. Aber muss es denn ausgerechnet Ungarn sein? Ich konnte das Angebot, was diese Import-Export-Firma mir gemacht hat, nicht ablehnen. Aber Assistentin der Geschäftsführung, das kann alles bedeuten. Schauen wir mal, was auf mich zukommt. Das ist aber eine ziemlich unsichere Perspektive. Glaubt mir, es fällt mir nicht leicht zu gehen. Im Gegenteil. Zumal ich gerade angefangen habe, mich mit alten Freunden wieder auszusöhnen. Entschuldige, wenn ich so direkt frage, aber hat dein Entschluss was mit Clarissa zu tun? Die Gerüchte, die sie gegen mich in die Welt setzt, sind nicht gerade schön, aber das ist ein rein beruflicher Entschluss. Mhm. Hat diese Firma dir wenigstens ein gutes Gehaltsangebot gemacht? Ja, ganz okay. In meiner finanziellen Lage muss ich nehmen, was kommt. Klingt ja nicht so berauschend. Tja, ich habe keine andere Wahl. Ehrlich gesagt, es wundert mich nicht, dass Kathi Probleme mit ihrer Firma hat. Christian, jemand versucht, Kathi fertig zu machen. Eben. Dafür kann sie ja nichts. Tja, ich glaube eher, dass Caradonna eine Nummer zu groß für sie ist. Na, ist doch wahr. Dir würde sowas natürlich nie passieren, hä? Ich wüsste, wo meine Grenzen liegen. So einfach ist es nämlich. Ja klar, du bist ja auch ein Genie, Alter. Das Ganze klingt ja irgendwie nach einer Kampagne. Aber dagegen kann man ja was machen. Natürlich. Gerade schon irgendeine Strategie? Uns wird schon was einfallen. Gut, dass sie dich als Freund hat. Ich bin gleich mit ihr verabredet. Dann werden wir die Sache mal im Detail besprechen. Also dann. Ich will Kathi nicht warten lassen. Sehen wir uns später im Club? Schwer zu sagen. Christian legt da heute auf. Ich glaube eher nicht. Schade. Kathi braucht meine Hilfe. Das ist im Moment viel wichtiger. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Schön langsam. Noch ist es nicht so weit. Wer kann denn so traurigen Augen widerstehen? Henning. Macht er immer noch Probleme? Nicht wirklich, aber mehr als Marie. Die habe ich längst überzeugt. Ihn rumzukriegen ist doch hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ich denke mal, spätestens morgen wird Marie mir eine Wohnung und einen Job anbieten. Dann kann ich mich voll auf Clarissa und Henning konzentrieren. Wird nicht viel übrig bleiben von der gräflichen Familie, schätze ich mal. Nichts wird von ihnen übrig bleiben. Nicht mal so viel. Einen Tee bitte? Danke. Hallo. Hi. Na? Ich hab schon gehört. Ach, Wie ist denn die Pressekonferenz gelaufen? ich habe Magenschmerzen. Die haben mich buchstäblich zerquetscht. Presse. Passt der Name, was? Ach, hätte ich mich doch bloß selber um diesen Auftrag gekümmert. Tja. Ich bin am Ende, Marc. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Ja, drück mich mal. Ach, Kleine. Was ist eigentlich mit Felix? Ja. Er hat eben vom Geschäft noch überhaupt keine Ahnung. Leider ist er mir auch gar keine Hilfe. Der versteht einfach nicht den Ernst der Lage.